tien voor zaad, zegt Jezus, dat hij is de weg, de waarheid en het leven. China komt naar God wieder der gaan. So de eerste leid zegt dat du hast een weg en dat is Jezus. Ik laat het leven aan Parijs, voor de school dat waar en ziet. Ik kom er niet aan, du was allemaal door. Voor de tiden zing ik hier, trends de eerst tot voor die veel. Ik doe niet leven aan haar nadien. Ein Wein, Jesus, du bist ein Problem, ich will leben. Ein Wein, Jesus, du bist ein Problem, ich will leben. Wir scheinen wach einmal nur, all die Wasser und Amor. Dienen du das wirklich Leben. Sie sind ja ohne dich, das sind ohne Ewigkeit. Einfach einmal ohne. Ein Wein, Jesus, du bist ein Problem, ich will leben. Ein Wein, Jesus, du bist ein Problem, ich will leben. Ein Wein, Jesus, du bist ein Problem, ich will leben. Ein Wein, Jesus, du bist ein Problem, ich will leben. Amen. Heißt der Wein. Du bist der Wein, der Wahrheit im Leben, Leben im Glauben. Wir kennen Gott wie sein. Wir leben uns bei dir. Du bist der Wein, der Wahrheit im Leben, Leben im Glauben. Wir kennen Gott wie sein. Wir leben uns bei dir. Ja. Du bist der Wein, der Wahrheit im Leben, Leben im Glauben. Wir kennen Gott wie sein. Wir leben uns bei dir. Du bist der Wein, der Wahrheit im Leben, Leben im Glauben. Wir kennen Gott wie sein. Wir leben uns bei dir. Ein Wein, Jesus, du bist ein Problem, ich will leben. Ein Wein, Jesus, du bist ein Problem, ich will leben. Ein Wein, Jesus, du bist ein Problem, ich will leben. Ein Wein, Jesus, du bist ein Problem, ich will leben. Amen. Amen. Wir leben firm. Amen. Amen. Halleluja. Aquí estoy.
Mars. Wir wollen dort Opfer heben. Und wir hören hier in der Kirche viel Gott leben, Menschen dein. Wir sehen dort hier viel. Und das ist ein Ding, was wir können alle taub tun. Gott leben und Menschen dein. Machen dort wir geben, da wir Gott leben und machen dort wir geben, da wir Menschen dein. Viele Ministerios, was wir unterstützen, dann eben diese Kirche, diese Mission, was wir hier in der Kirche haben, die wird unterholen mit dort wir geben. Ich habe ja an den drei gemerkt, nehmt dort in die Hand und weiter verbeten. Dankeschön Gott für diese Kirche, für diese Mission, was du uns gegeben hast, und dort wir die dienen können in Menschen, die leben können in Menschen dienen können mit dem Geld, was wir geben. Wir beten, dass du das sehen und du wirst auch die Geber sehen. In Jesus' Namen. Amen. Komm von Anfang, dass du das Lebensgut, du denkst Herr, hier im Nächsten, dass du das Leben und Schied, du denkst Herr, bereits den herrlichen Himmel, streichst ihn ohne mich, ein Gott und dich, ein Gott und dich, die Fried hat mich ganz früher merkt, Herr, du bist wahrhaftig und du, ein Gott und dich. Der Gott sieht, dass du der Reich scheint, der einzige Herr, du bist der König, und ewig auf den Thron, der einzige Herr, du kennst mich weg vom Himmel, nimmst mich von mir weit, ein Gott und dich, ein Gott und dich. Fried hat mich ganz früher merkt, du bist wahrhaftig und treu, ein Gott und dich. Ich geb ihn Ohren, ich geb ihn ein Hand, din Wort lebt hart, din Wort wird stumm. Ich geb ihn Ohren, ich geb ihn ein Hand und dich. Ein Gott und dich, ein Gott und dich. Din Fried hat mich ganz früher merkt, du bist wahrhaftig und treu. Ein Gott und dich, ein Gott und dich. Der Diener leid die ich geheilt, Jesus, du hast gewonnen. Ein Gott und dich, ein Gott und dich, ein Gott und dich. Gott, wir glauben an dich. Wir glauben, dass du uns Gott bist. Wir glauben, dass du uns als Freie merkst. Wir glauben dir, Herr. Wir wollen dich anbeten und wir wollen vor dir kommen. Wir wollen sagen, du bist uns Herr. Gott, ich danke dir für deine Kraft. Ich danke dir, für dass du mit uns bist. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du hier bist. Ich bete, rede uns. Rede uns durch das, wie die anbeten und rede uns durch das Wort. Gott, wir ganz frei in Dingen, wo wir nicht frei sind. Und wir ganz sein in den Dingen, wo wir nicht sein. Wir ganz üben ab. Und wir beten dir an, Herr. Wir glauben, dass du bist der Gott, was alles in uns Leben kann und was alles ist. Wir danken dir. Wir danken dir für deine Gnade. Jesus, du bist uns Herr.
groot dat we geven door alles gaan. Geven door alles te ons koning. Zo, ik wil met jullie hulp door het koor nog eenmaal derg zingen. Dit is ons gebed. We geven alles aan voor Jezus. Amen. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Ik zie dit werk van een persoon wat voor veel jaren met video, met post, met verschillende aardige dingen im Hart drehen uit wat passiert wird. Und der hat verjährt. Das Interessante von dort, wie mir, und dort, warum ich da war mit, die Person, die du viel zu verjähren, die will gestorben, soll gestorben. Und wo deutet das? Wenn es die Volk nur verjähren, wenn die will dort mal los sein. So, was die deutet, wie die nimmt ein Papier, nimmt sich einen Bleistift, und will anfangen zu schreiben. Die nimmt oben und schreibt den Namen an und wem der dann geschrieben soll sein, das ist die Person. Na will der schreiben, ich vergebe die, das sind 3 Wörter. Na, das schafft nicht, das ist nicht so einfach. Da wird ja zu wenig sein, mein ich, das ist dort deuten. Fang an zu grabeln, würde ich dort. Und fang diese Dinge an über Deel zu kommen, was dann alles passiert ist, und fang an abzuschreiben. Und der Bleistift fang an rot zu werden, der Verschrift meist kriegt für Salz. So all diese Dinge, du deutest uns das zu mir, und dann dort deutest du mir bei, und dann hast du noch meine Familie sonst das getan, und dann noch viele andere Dinge. Was ich vorher habe mit Schreiben, ab eins fängt der Bleistift an zu brechen. Dann all das sagst, was schreiben. Dann schrift er uns um an, aber ich vergebe dich. Send den du ihn, leicht den Taub und check den Weg. Die Person wird den Nervus kriegen, wenn er soll gestorben. Aber was du fehlen, dass wir dort aus dem Hart raus können. Das muss vergeben, dass das leicht wird. Und ich habe es lernen in meinem Leben, wenn ich vergeben habe. Wie man alle vergeben. Das einzige Mal will ich das bloß nicht. Dann ab einem ersten Ernsten denken, dann denke ich so, ich kann den Menschen das bloß nicht. Wenn ich muss hier liegen, während ich vor den guten Tag leben, bloß mit der Entscheidung, was ich gemerkt habe. Und warum soll ich den bloß nicht, bloß gut so, dass das bloß vergeben? Das schafft nicht. Und ab uns weiß Gott mir ein Bild. Der sagt, der weiß mir ein Kreuz, wo Jesus an wir, in den sein Blut dran drauf, und dann fragt er mich. So, hast du mal gelernt? Ja, ich habe. Hast du mal wem wehgetan? Ja, ich habe. Hast du mal wem beleidigt? Ja, ich habe. Dann noch 10 andere Dinge. Fehlt die Vergebung? Ja, mir fehlt Vergebung. Dann sagt Gott ganz klar, wenn die Vergebung so wichtig für dein Leben ist, dass du leben lässt, warum wirst du nicht vergeben? Dann wird mir klar, verdient hat der Mensch sich dort nicht. Aber ich kann mir das dort nicht verdient. Das ist bloß durch Vergebung, dass wir leben. Und das ist, wenn wir nicht vergeben, dann, dass wenn wir uns ein Nähl durch die Hand sprechen, und hoffen, dass den anderen was das weiter und gehen. Und je länger wir den Nähl die Bahn looten, je weiter das uns dort. Und der andere Mensch hat wenig von. So, wenn wir vergeben, ich will beten, ich will von uns alle beten, dass wir vergeben werden können. Wenn die ernst Dinge sind, die uns schwer sind, dass wir vergeben werden können. Dass wir wollen wiederkommen und nicht bloß mit der Lust, dass wir uns reinhauen. Vor dem Himmel, Dankeschön für uns vergeben, Dankeschön für den Kreuz für uns sterben und dass wir uns das verdient haben. Du vergibst uns. Dankeschön dafür und wir freuen Gott, dass du das schwere Ding warst an uns luten, dass wir können vergeben. Dass wir das uns hart werden rücken in Friesen von dort. Gott, ich bete für all die, was hier sind, was du von dir und was schwer haben, was sie sollen vergeben, dass sie werden vergeben können. In Jesus' Namen bete ich das. Amen. Ihr dürfen den Tool sagen. Willkommen hier. Mein Name ist Fernando Lettimon, ich bin einer von den Lehrern hier in der Kirche. Mir freut es sehr, dass die hier gekommen sind, wenn hier ja sind. Ich habe Ihnen auch gesagt, willkommen hier. Wir wollen zusammen Bekanntmerkungen übergehen, wir haben nicht viel, aber ein paar Stück.
Sinn und, nächsten Sinn und, wir haben all über die letzten paar Wochen hier, dort wie mit kleinen Gruppen anfangen dann. Wenn du, meiste von Jünd haben Jünd abgesigned. Wenn Jünd haben abgesigned, die sind Sinn und, Glock 7, angelot, um hier nur die Quart kommen. Wir wollen hier so alle taub kommen in die Gruppen anfangen. Wir wollen dort einen guten Anfang merken. Ich freue mich, dass die verbeten, dass das ganze Projekte, was wir hier tun, dass das wird ein Exit sein, dass das wird ein Sehen sein für uns alle. Dort erst ohne Kinder. Fängt ein Babysitter und kommt hier zu Glock 7 an. Hier wird ein Snack sein und wir wollen eine gute Zeit haben. Nächsten Sonntag, der 8., dann werden wir hier so 10 Jahre feiern von Lebenswasser. Wir wollen 3 Kirchen nur, was wir belebt haben über die letzten 10 Jahre. Some Nappen raufs und wo wir gewaschen haben. Und wir wollen auch gucken, was die Zukunft für uns hat. Ein guter Tag sein, wo wir haben wollen. Hier wird Eten sein, hier wird somewhere sein, wo wir Eten verkaufen wird. Wir können Reut für dort. Und wir einen guten Tag am nächsten Sonntag. Lud Freunde an, dass sie hier mit uns diesen Fast feiern. Noch ein Ding, Lorenzo, unsere Mission, was wir unterstützen in Zacatecas. Er hat eine frische Kirche er hat Port von dort gebaut, wie am unterstützen, dass wir am was geben. Und viele Menschen waren durch so geraten, was nun Glauben kommt dadurch. Und er lädt uns an für seine Anwendung von der neuen Kirche, was er gebaut hat. Desaster 7. und 8. bei Lorenzo in Zacatecas. Wenn je kann du Hand fahren, ich würde nicht merken, dass das wird du Hand fahren. Ich sage, du was, das ist eine andere Welt, das wie kann sein, wo Gott schaffen, das du so. So noch was. Diese Werk haben wir eine Gelegenheit, wir haben dort einmal, aber ich würde nicht merken, für Menschen zu beten, die in schwere Zeit sind. Wie kann alle ein Freund, wo du eine Minute Zeit nehmen, jeder Tag, um für wen beten? Mir wird gerade gesagt, für ich hinabkomme, dass John Wieb, seine Tante, Campiner Kirk, sie soll morgen eine Operation haben, haben einen Tumor im Kopf. Und das ist eine schwere Zeit für die Familie. Ich freue mich, dass die wollen beten verehrt. Bloß um dass das gut ausfallen. Und es ist dort, haben wir alle, für wen wir beten können. Und wenn wir dort tun, dass wir als Kirche taub können, ein Starken sein für unsere Mitmenschen. Gut. Weil Steve wird uns die Botschaft bringen, er wird wieder reden von Schutz, Tieninj. Ich würde freuen, dass die alle abstunden, dass die gut aus den Bänken rühren, begrüßen Menschen. Und dann wird Steven abkommen und die Botschaft bringen. Marius, wat is het? Goed, muy bien. Dat is vandaag niet ram. En zo is deze week ingang bij de Mana-evento, wat ze bij Wapuka gaan. Meerdere van onze Mana zijn door. En zo, we gaan vijand gebeten, vertrouwen dat ze worden daar een gezeinde tijd gaan in de boy. En gaan ze niet self-service, zo we kunnen het niet doen. Maar ik geloof ze worden een goede tijd gaan en ze plannen van daar terug te komen. En zo, dat is in zijn. Ik vraag me al te horen wat ze door beleefd hebben. En we gaan vandaar de gelegenheid wieder te gaan in onze rij van boodschappen. Die heeten zich Schutz, Tieninj. Vandaar hebben we onze laatste boodschap van de feier. En zo, we worden dat toe merken. Voor we wieder gaan, wil ik vragen of we wat toe beden doen. Gott, we merken onze harten reid. We merken onze oren reid om horchen wat dit ons te zijn has heel juist. Ik bid dat de tijd wat we toe hebben en dien woord. Wordt een tijd zijn waar we wassen doen. Wordt een tijd zijn waar we wieder leren reich te denken en ons leven in te stellen met wat u van ons was.
Wir danken für deine Ehe, wir danken dir für wer du bist und dass du uns segnen darfst. Bete in den Heiligen Namen Jesus. Amen. Amen. Für euch von Ihnen das erste Mal, ich will bloß hostig, frisch sein, was in Schutz tun. Und so, das ist ein Schutz tun. Viele von Ihnen weiten das all, aber wenn ihr hier das erste Mal seid, das ist ein Schutz tun. Ein Tun, das abgestellt wird, ab dem Hefe, zum Fortjahr beschützen. Und so ein Schutz tun, ist ein Tun, der ihr merkt, das Fortjahr wegzuholen von gefährlichen Städten. Wie sind bekannt mit das? Wie sollen die ab dem Weg? Und so, wie sollen die abbringen? Und so, wie sehen letzte Sonntag, dort sitzen wir ein Beispiel in uns Leben, wenn wir von einem temporären Leben gehen, wird nicht, dann hast du eine Brigg. Und es ist wichtig, dass wir durch Schutztiening haben, um uns auf den rechten Weg holen. Wenn es hier ist leicht, rauf zu fahren, dann würde nur gefährlich sein. Und so ein Schutz tun, ist abgestellt, fortjahr zu beschützen von gefährlichen Städten. Wir sagen, wenn wir das in uns Leben nun passen, wenn wir Schutztiening in uns Leben abstellen, uns zu beschützen von gefährlichen Städten. Und so abbringen, dort eine Stadt, wo wir da sein, wie sollen die zwischen weh, wenn du hier vorhin sie diesen 2 Jahren, 2 kommen sie durchhaben, vorhin sich busig und dich bi vorbei. Und so ist es wichtig, dass wir einen Schutz tun haben. Das ist ein Beispiel in uns Leben, wenn wir mit Freunden sind, wenn wir mit vielleicht Sozios taub sind oder verschiedene Menschen, wo wir mit Schafen tun in der Arbeit. Wir leben dicht taub, aber vielleicht haben wir verschiedene Valores. Vielleicht fahren unsere Lebens in verschiedene Richtungen. Und so ist es wichtig, dass wir Schutztiening abstellen, dass wir uns beschützen von gefährlichen Städten, wo wir dicht bei anderen Menschen fahren, busig in andere Richtung. Noch eine Stadt, wo wir die Finger ab dem Weg, wo die Eichen sind. Und so hier ist ein Bild von dort, ein Boy. Und so, wir wissen nicht ganz genau, wo es dort drum der Eich, wir wissen nicht, wo hier Glück ist. Stellen Sie hier ein Schutztiening ab, wenn der Weg auf einmal wenkt und einen anderen Weg geht. Und so, das ist vielleicht ein Beispiel für uns in uns Leben. Vielleicht, gut wir die lange Leben, auf einmal kommt ein Cambio in uns Leben. Auf einmal jaft es Ändernis. Vielleicht ein Ding, was wir lange getan haben, vielleicht eine Arbeit. Han lange eine Arbeit getan, auf einmal ist die Arbeit entweder alle oder wir gehen in eine neue Arbeit oder was immer. Du hast einen Eich im Weg und wir wissen nicht mehr, was du hast. Und es ist wichtig, dass du einen Schutz tun hast, uns Ramme Eich zu halten. Dass wir nicht auf einmal Glück utfahren. Und so Schutztiening sind wichtig und wir sind bekannt mit denen. So wie wir gesagt haben, ein Schutz tun, es werden du abgestellt nach und das sieht der hier vor. Hier wurde nach guten fahren. Aber sie sahen den Tun hier so ab, von den Gefahr weit auf, dort die Vorteil nicht wird dort so nahen fahren. Und wenn der auf einmal diesen Tun kommt, ist noch nicht alles ut. Und die Idee mit dem Schutztun ist, dort, wenn den Vorteil jenen Schutztun fort, dort wird den Vorteil in den Körper, wenn ja weiter, als wenn der dort nahen fort, in die gefährlichen Städten. So ab dem Breg. Die Idee ist, wenn die Vorteil jenen tun fort, da wird die werden ja weiter und es wenn die Vorteil eher der Korn fort. Wenn die Ramme Eich ist, das sind die Boys, das für du sagen, die Idee ist dort, even wenn du wirst jenen tun fahren, den tun, wo die halben Ramme Eich zu rutschen, und wo die werden ja weiter, als wenn die bloß Glück ut, eher der Korn teilt. Und so wir haben den Beispiel gebracht und wir sagen dort, das ist vielleicht eine Korn in uns Leben und das wird gefährlich ist, und so ich würde den tun, hier so abstellen, wieder träg, dass ich nicht dich an die Kant kommen, wo du Sünde ist, wo du weiter ist, wo es nicht scheint. Und so das wird wie sein von Schutztiening. So wie sein für uns. Ein Schutztun ist ein persönlichen Weg von Leben, der in den Gewässern nicht geplant ist. Und so das ist ein persönlichen Weg. Für jeder ein von uns, wie müssen Schutztiening abstellen in uns Leben. Das ist ein persönlichen Weg. Und so die Schutztiening, wo ich in mein Leben abstelle, wollen vielleicht anders sein, als die Schutztiening in some von ihren Lebens. Wo wenn es meine Schutztiening, die sind dort abgestellt, wo mir die persönlich fehlt. Und vielleicht fehlt mir ein Tun, ab dem Area oder ein Wasser, wo ihr seid, wo das vielleicht ein bisschen anders ist für die. Und so, die Idee hier ist, dass das mit uns Gewässern taub gehört ist. Und so, dass wenn ich in diesen Tun komme, dann dacht mein Gewässern rot und sagt, pass auf, halt still, dreh um. Und die Ziel ist, dass ich den Tun, wo so weit von der Konträge sahen, dass mein Gewässern rot dacht,
Ver du hebt zin in mijn leven is, ver du een grote weide is, ver ik een grote Fehler gemerkt heb, wat mij zeer veel kosten wordt. Dat is het Ziel met een Schutz tun. En zo wie zaten die hier zo op. Een exempel van dit is, ik heb verder met jullie gesproken van dat de mensen zijn interesse is, right? En zo we reden van dat en dat het niet een wijze ding is te doen. En zo ik heb mijn Schutz tun opgesteld en zegt, dat ik wil niet dingen kopen, wo ik van jou niet de geld voor heb. En zo, wanneer ik dan op eenmaal den tun kom, en dan koop ik me op eenmaal een ding, vielleicht een kleine ding, en ik doe dat even pagos of wat. Maar dat is niet dat ik nu gezündigd heb. Maar mijn gewissen dag rood. Zo doe ik niet. Zo doe ik niet. Voor mij is dat erg. Ik voel me slecht. Ik voel me schuldig. Heb ik nu gezündigd voor God? Nee. Kan niet. Het is niet een grote Fehler, wanneer ik bij me heb pagos van 500 pesos de maand voor 6 of 12 maanden. Zo het is niet dat het nu alles zo eng is. Ik zeg even keine kontje voor. Maar mijn gewissen dacht al rood. En in mijn gewissen is dat zoals wanneer ik wat groot het erg gedaan heb. En het ziel is dat ons gewissen wordt dagen ver wie in je voor zijn. Ver we op eenmaal groot in je schuld zijn, niet ruut zijn en niet weten. En we willen ver dat al stilhouden. En zo ik zat mijn tun hier zo op, dat ik niet waar dichtbij deze kant kom. En zo dat is wat we reden, dat is wat we meinen, wanneer we van Schutz Tieninj reden. En wat we meinen, wanneer we zeggen dat het met die gewissen taubgehakt is. Dat ons gewissen rood daagt. En zo van daar is de laatste boodschap, zoals ik al zei. En van daar heet de boodschap, wem dienst du? En zo dat is de vraag van ons allen. Wem dienst du? En dat is wat we van daar naar kijken willen. En in paar weken terug, in de tweede boodschap, dan rede ik van aan seksualiteit en die ziet van ons leven. En ik zeg dat is een van de grootste, wichtigste areas, waar we zullen in Schutz tun opstellen. En zo van daar reden we van de financiële zijde, geld. En dit is ook een van de wichtigste, grootste dingen in die leven. En we wollen zijn, waar de Bibel dat betont hat. Aber dat is wichtig, dat we in deze area Schutz Tieninj abstellen. Wenn zwar nicht, dann wollen wir uns auf einmal in gefährliche Städten ran, wo wir nicht ruhig können, wo wir nicht weiten, was nicht zu tun. Und wo wir auf einmal nicht können, nur unsere persönlichen Valores leben. Und das ist, wo wir wollen für abpassen. En zo, dit is een thema, dit is een groot thema in van deze wereld. En zo, wanneer we denken, dan wat zijn twee van de grootste troubles in de wereld van deze? En waar we zijn, seks en geld. Seks en geld. En zo, een paar weken terug reden we van seks, van deze reden we van geld. Dit zijn van de grootste areas waar de trouble is en van deze wereld. En dit zijn twee van de areas waar de wereld de route, wat de Bibel geeft, niet aanneemt. We sagen dat al laatst, wenn Sex de Welt neemt niet de route van de Bibel door aan. Eine man, eine vrouw, eine levenstijd en een eigen. Dat neemt de Welt niet aan. No, dat is te terughoudend. In de area van geld neemt de Welt niet de route aan wat de Bibel geeft. Die zeggen, no, dat is te terughoudend. En zo, dit is niet een nieuw ding. Dit is niet een ding wat nu bloos aangevangen is in de laatste 50 jaar. Martin Luther, 500 jaar terug, hij leeft 500 jaar terug. En hij zei, voor ons als christen, we moeten ons bekeren op 3 verschillende areas, zei hij. We moeten ons bekeren in ons gedanken, we moeten ons bekeren in ons hart, en we moeten ons bekeren in onze geldtas. Dat is wat hij zei 500 jaar terug. Wanneer we dan al in trouble, dat met geld in kampf wird. Dat mensen gebonden werden met geld. De Bibel heeft 500 versen wat van gebed reden doen. Más o menos. De Bibel heeft niet mal 500 versen wat van geloven reden doen. Maar de Bibel heeft in etwa 2000 versen wat van geld en habengeld reden. En zo dit is een wichtig thema. En het is wichtig dat we ons hart opleiden met God zijn woord. En weet je, dat is werkelijk van wat we van daar reden doen. We reden niet meer really van geld. Ik weet waar dat woord geld gebruiken. Maar really van wat we reden is, wem dienst du? Wem dienst du? We reden van die hart.
En so, mijn ziel is die een beetje dichtbij te komen. Vielleicht een beetje op het tuin te klinken, op een gouden weg. En dat we alle wissen kunnen. En dat we leren, reich denken in deze area van geld. De oorzaak waarom het zo wichtig is wenn Gott sagt uns, dat zijn grootste competentie in ons hat. Zijn grootste competentie in ons hat, is ons geld. Ons haben Geld. Die dingen wat we hebben. En zo dat is wichtig, dat we reich denken doen. Zoals ik al zei, het is niet nieuw, dat het al 500 jaar terug geweest. En over wie dat staat, dat is 2000 jaar terug geweest. Jezus redt al van deze tijd aan, Matthäus kapitel 6, vers 24. Hij zegt zo dit, Jezus redt hier en hij zegt, keiner kon twee heren dienen. So dat is van wat we reden. Wem dienst du? Keiner kon twee heren dienen. Hij wordt einen niet lieden kan en van den anderen veel houden. Oder hij wordt aan een hang en den anderen verachten. En hier is wat zegt. Du kost niet God dienen en dat Reichtum. Hij zegt dat is onmogelijk. En zo wat we van reden doen is niet unbedingt geld. Wat we van reden doen is wem dienst du? Du kost niet God dienen en Reichtum. Dat is niet dat hij zegt dat zij schwor God te dienen en Reichtum. Dat is niet wat hij zegt. Hij zegt dat is onmogelijk God te dienen en Reichtum te dienen. Hij zegt dat dit zijn twee heren. So God is een haar en Reichtum is een haar en de vrouw is nu woont die haar. Is God die haar? Is geld die haar? Wem dienst du? Het is onmogelijk die beide te dienen. Hij zegt ons hier ganz klar. En zo wanneer we aan dit denken, en ik heb je manchmal gezegd dat voor jeder Mil weg zijn 2 Mil groeven. Hier is eine Mil groeven en dit zit weg. Hier is eine Mil groeven en dit zit weg. En zo voor jeder Mil weg is 2 Mil groeven. En zo zijn 2 groeves, wanneer we van deze thema reden. Eint is verbruiken en eint is jietsen. En zo, eint is verbruiken, eint is jietsen. En zo dit zijn die 2 groeves, waar we ons manchmal aanvangen. Ik red een klein beetje van dit laatste zondag. Gewoonlijk in de eigen, heb je een persoon wat een beetje daar aan de die zijde is, verbruiken, en een persoon wat een beetje daar aan de deze zijde is, jietsen. En zo, ik weet het zijn een beetje negatieve woorden, maar wat ik hier meen met verbruiken, is dat alles wat naar die komt, brukst du voor die. Alles wat naar die komt, brukst du. Dat wordt vielleicht een huis, dat wordt vielleicht een nieuwe truck, dat wordt vielleicht kleider, dat wordt vielleicht een reis naar een playa, dat wordt vielleicht wat immer. Dat is niet dat dat slechte dingen zijn. Maar jeder ding wat naar die komt, jeder peso, jeder dollar, verbrukst du in dein Leben. Du brukst dort hauptsächlich für die Salz, was du weißt, krieg dann, als du dort weißt. Du das verbruiken. Oder vielleicht besser in den anderen Gruven und du das jitzen. Und so das Geld, was nicht die kommt, das abspeckern und halt bloß für die holen, wenn es was waren. Was war da passiert? Was war dit passiert? Was war Jan passiert? Und du hast die Sorgen und du sagst, no, ich will nicht brücken, ich bin weis. Aber wirklich, in dein Hort, das jitzen. Du hast nicht ewig versetzt wem, du hältst es alle für die selbst, für jüngst selbst, wenn es was waren. Wo wollen wir tun, wenn das passiert? Wo waren wir einmal krank worden? Wo waren wir einmal nicht in der Arbeit haben? Wo waren wir einmal jahnt? Oder wo waren uns fertig auf einmal 2 Jahre? Und ich sage nicht, dass das schlecht ist. Aber wenn es bloß zwischen diese 2 Dinge geht, dann ist das schlecht. Wenn es dann merkst du, all deine Entscheidungen in dein Leben, die sind bloß von Geld gedreven. Wer ist dein Haar dann? Wer ist dein Haar? Und so Gott sagt uns allmählich, Gott zu dienen und Geld zu dienen. Und so wir haben eine Entscheidung zu machen. Wem dienen wir? Jetzt ist, was das alle driven das. Und jetzt sagt der Wiederbürg uns das. Jetzt ist die Sucht nach Geld und haben Geld. Wie jetzt ist die Sucht nach Geld und haben Geld. Und so Sucht meint eine Deipe verlangen.
Wir sind durch Haie reden, Haie trocken und kann du meist nicht von los. Ich will von dir sein, jetzt bedient, das alles für mich. Wenn wir diese Einstellung haben, das alles für mich, dann sind wir jitzig. Dann ist uns Leben gedreven von Jitz. Und das wird Gott hiervon reden. Er sagt, hier haben zwei Haaren. Eins entweder Gott oder das Reichtum. Und so, wenn uns Leben gedreven wird von Jitz, dann denken wir so, das ist alles für mich. Und wenn wir denken dann an Verbrücken und wir denken an Jitzen, dann sagen wir, dass sie sind bad verbunden mit Jitz. Wo wen? Ein Verbrucher sagt, ich will mein Geld nu verbruiken. Dat is wat een verbruiker zegt. Ik wil mijn geld nu verbruiken. Voor wat mij jankert. Zoals mij dat jankert. Dat is wat een verbruiker zegt. En iets ja, die zegt, ik wil mijn geld halen te morgen verbruiken. Wens wat waan. Wat van dat passiert? So ik wil mijn geld halen van mijzelf. Wens van mij dat op eenmaal fehlt, dan wil ik dat verbruiken. Kan je verstaan wat ik zei? Dat is alles voor mij, wanneer ik zo tot denken doe. En zo verbruiken en jietsen, die hebben beide dezelfde waarde. Eén is bloos, ik bruk dat nu, en één is, ik hou dat alles voor mij, om dat morgen bruiken. En zo je denkt nu vielleicht, aber ik dacht, we zullen wij zijn met ons geld. Ik dacht, we zullen geld sporen. Ik dacht, we zullen al die dingen doen. Jo, en we zullen, aber, van alles wat we doen is jietsen, van alles wat we doen is verbruiken oder opzamelen, van dat de einzige dingen zijn in ons leven, dan zijn we gedreven van jiets. Dan zijn de gouden dingen, zoals opzamelen, dat is goud. Geld bruiken voor onze neute, dat is goud, dat is niet meer aardig. Maar wanneer dat alles is wat in ons leven is, dan zijn we van het aardige ding gedreven. En dat is wat we van jou willen zijn. Wem deins du? En zo jiets zegt, dat is alle voor mij. Van jou wil ik ons alle uitmerken, waar we God laten regieren in ons leven. We zingen een paar Lieder en we zeggen dat we geven alles. We geven alles te God. En het is leicht dat te zingen. Maar wanneer je kämpft dat te doen, zoals Martin Luther zei, was bekeert in die gedanken, was bekeert in die hart, was bekeert in die geldtas. Zijn we reut te zijn en onze voeten en zijn, God, ik geef die alles aan, even mijn geldtas. Du kost haar zijn over mijn ganze leven. Du kost me even zijn, wo ik met mijn geld omga. Dat van wat we hier reden doen. En zo is het wichtig dat we de kracht van iets in ons leven breken doen. We moeten dat. Jeder een van ons heeft met dat te kämpfen. En zo de weg, wo we de kracht van iets in ons leven breken doen, 3 stappen. Geven, nummer 1. En dan opzamelen en dan bruiken. Ik zeg eerst, wanneer je bloos deze eerste 2 hebt, dan is het aardig. Dan zijn gouden dingen slecht geworden voor die. Wo wen? Wens gouden dingen zijn nummer 1 geworden. Gouden dingen hebben den steed genomen wat God zal hebben in ons leven. En zo den weg zum iets brengen in ons leven is nummer 1. Geven. Geven. Wo wen? Wens dat wordt aan onze ziel, dat wordt aan ons hart. Wanneer we onze hang ophangen en zeggen, oké, ik heb geld neergekregen, dat eerste ding wat ik doe, is geef, dat zegt zoveel dat mijn leven is gratis en meint meer als bloos mijzelf. Alles wat ik heb in mijn leven is voor wat gratis als bloos voor mij. We zeggen eerst dat iets zegt, dat is alles voor mij. Maar wanneer we geven doen, dat is het geen deel van iets. Want dan zeggen we, ik ben gezegend en dat is niet alles voor mij. Ik ben gezegend en dat is om de nächsten in zijn. Het is om de nächsten opbouwen. Dat is om de nächsten doen. We zijn hier, God leven, mensen doen. Dat merkt nu onderscheid in onze geldtas, wanneer we dat doen. God leven. Heißt nummer 1 in mijn leven? Menschen doen. Ik wil even mensen doen met mijn geld. Zo zeg ik dat geld gebruiken doe wat God mij aanvertrouwd heeft. En zo ik wil niet geregeerd zijn van mijn dingen,
von mir haben Gott, aber ich will geben. Und wir haben Eier gesagt, wir wollen Reckegeber sein. Und diesen Kampf mit Jids, das ist ein sehr großen Kampf. Unsere Kinder, wir lernen unsere Kinder, das ist bloß ein Beispiel von wo wir das leben. Wir lernen unsere Kinder von klein an. Wir geben ihnen 3 Gläser, 3 Dinge, wo sie kein Geld nehmen. Und so dann können sie dort noch ein Bett abstromen, ein Bett tuschen, ein Papier anbacken. Und ein von denen ist geben, ein von denen ist absammeln und ein von denen ist brücken. Und so dann lernen wir die Kinder dort, jedes Mal, was du in Peso kriegst, jedes Mal, was du Geld kriegst, dann ist es an diese 3 Dinge abgeteilt. Und so wir lernen dort, sie dann 10% geben, sie dann 10% absammeln und dann können sie 20% brücken. Und dann, klar, wir haben das am Regel, wo sie dort brücken können, und naja, aber das ist, was wir lernen. Und so, sie haben diese Gläser in ihrer Stube, wenn ihr in der Stube nennen, dann soll ihr da durch. Und so, sie können sagen, wie viel habe ich durch im Geben, wie viel habe ich durch in Absammeln, wie viel habe ich durch in Brücken. Und dann alle wissen mal, dann werden sie ihr Geld festhalten und sagen, was es geht. Und dann lernen wir ihnen von klein an dort diese 3 Dinge in erstes geben. Und so, Caleb, mein ältester Jung, er ist 11 Jahre alt. Und so, ich habe angenommen, als mein Arbeiter zum Großhaven den Sommer. Und so hat er das Großhaven von uns, wir haben einen Preis berät, was er die Stunden kriegt, hat ihm noch down. Wenn er hier vor dich ist, kommt er dann und sagt mir, ich habe so und so viele Stunden geschafft. Okay, dann dürfen wir verrechnen. Wenn wir sagen, ich bin nu 50 Peso schuldig, ich habe es verdient. Und so, was ich dann tue, ist, ich gebe ihm nicht bloß ein 5 Jahr. Ich gebe ihm das Geld, ich gebe ihm ein 5 Peso, so ist 10%, kann er dort hier nennen. Dann gebe ich ihm noch ein 5 Peso, kann er dort hier nennen. Und dann gebe ich ihm noch 40 Peso, vielleicht 220 oder 4 Tieninj oder was immer. So, ich gebe ihm sein Geld und so war ich dort kurz angeteilt habe. Und dann sage ich ihm, okay, so, wenn wir dort dann in den Glas nennen, kriegt er diese Reh, und dann, wenn Sonntag hier kommt, dann bringen sie ein Geld nach der Kirche. Und sie dann geben. Wo wen ich dort? Es ist dort so wichtig, dass sie ihre 10 Peso in die Kirche bringen. Es fehlt die Kirche dort wirklich so nötig an ihre 10 Peso. Ist das, wo wen ich dort liege? Nee. Ja, es ist wichtig, 10 Peso in die Kirche bringen, aber der Ursache, wo wen ich da ist, wenn ich will, ein Hort lernen, dort das Reich eingestellt ist, von jung an. Und dort seid ihr bloß all weiten dort. Wie ihnen an sie ihnen Dinge nicht. Und so ich frage entfernen, wer ihnt ans Haus? Gott. Wer ihnt an sie Fortjahr? Gott. Wer ihnt ans Geld? Gott. Weil wenn Gott dort ihnt, dann werden wir treu sein, was er uns anvertraut hat, und wir wollten erst es geben. Und so wie jeden üten Schaf hier hat. Und so die Kinder, sie freuen sich, wenn sie können, ihre 10 Peso in die Kinderkirche bringen. Sie glauben bloß wirklich, das merkt bloß ein großer Unterschied. Und auch der doch. Aber vielleicht ein großer Unterschied an ihren Hort. Das ist unbedingt in der Quente und die Kinder sieht. Aber das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir von jung an lernen. Wenn es auch weit, dort an meine Kinder ihren Hort, die größte Kompetenz, was Gott hat an ihren Hort, sind die Dinge, die sie haben. Und dort sie wollen anfangen, jitzig zu werden. Und das meint, und das für mich. Und dort werden wir brechen von jung an, und dort werden wir in uns Hort brechen. Und so, trägt Jesus, wo er sagt, über das. Keiner kann 2 Herren dienen, er wird einen nicht leiden können, und von den anderen fehlhalten, oder er wird an einen hängen, und den anderen verachten. Die kannst nicht Gott dienen, und auch dort Reichtum. So die Frage ist, wem dienst du? Er sagt dann wieder in Vers 31, je sollen nicht sorgen. Und hier sei wir, in unsere Sorgen sei wir, wo uns Hort ist. Er sagt, je sollen nicht sorgen und sagen, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Und was sollen wir antragen? Er sagt, sorgt nicht. Wenn er sagt uns gut, du sind 2 Herren, wann von dir dienst du nicht? Und dann geht er wieder und sagt, sorgt nicht. Wo wen? Wenn es je dein Gott. Und er wird für ihn beschützen, wird er hier bald sein. Aber diese Sorgen, das sind sehr wichtige Dinge. So ich kann eine Frage für dich. Aber was sorgst du?
Über was sagst du? Wir sagen, du kannst nicht schlufen danach, legst wacker. Über was sagst du? Sagst du über Geld? Über was du stehen? Was sind deine Sorgen? Jesus sagt, sorg nicht über die Dinge, wo die fehlt. Jesus kam uns frei zu merken. Und er will haben, dass wir frei bleiben. Und wenn wir frei sind, dort bedient so viel, dass wir leben nicht ein Leben voll Sorgen. Das ist nicht ein freier Leben. Und aber er will haben, dass wir frei sind. Er will haben, dass wir Frieden haben und Frieden haben in uns Hort. Und aber wenn wir in Sorgen leben, dann leben wir nicht in Frieden. Wenn wir in Sorgen leben, dann leben wir nicht in Frieden. Dann leben wir nicht die Freiheit, was Gott für uns geplant hat. Er sagt, sorgt nicht über diese Dinge. Er sagt wieder und sagt, dort sind alles Sorgen, die die Völker sich merken. Das Wort Völker hier, wo dort bedient ist, die Menschen, die wieder von Gott sind. Die Menschen, die Gott nicht kann. Und so er sagt, Menschen, die Gott nicht kann, sie leben in Leben voll Sorgen. Menschen, die das Reichtum tun, wenn es dort, wo wir hier von reden tun, Menschen, die das Reichtum aus dem Haar haben, sie leben in Leben von Sorgen. Das, was er hier sagt. Und so, was das bedeutet, ist, wenn wir als Christen nu uns Leben so abstellen mit Geld, dass wir bloß voll Sorgen sind, wenn es wir nicht die rechte Priorität ist, dann sagt er hier, wir leben so, wenn du kein Gott ist. Wir leben so, wenn du kein Haar hast in uns Leben. Wir leben für uns selbst. Wir sehen gut, jetzt, das ist alles für mich. Und dort ist wieder ein Leben, und wenn uns Leben ganz voll Sorgen ist. Und so, wir sind gerufen, die Welt zu gewinnen für Jesus. Wir sind gerufen, ein Bild rüberzudachen von wer Gott ist. Aber wenn wir so still leben, was für ein Bild dachten wir rüber? Was für ein Bild geben wir der Welt von wer Gott ist? Das ist messen ein so ein Bild dort. Wir handeln mit Gott ein bisschen, so ich manchmal mit meinen Hunden tue. Und dort ist dort, wir haben einen Hund in San Bernardo. Und so, wenn ihr das kann, dann sind ein bisschen große Hunde. Und die haben immer einen Schaufquiel und all so angudelt. Und so, wenn ich rübergehe, dann sage ich meinem Hund, du bleib dort. Komm nicht mal dicht bei mir. Wenn ich mich einmal vorbeikommt, dann sind meine Bäcksen noch Nord von denen. Wenn du hast Quiel, right? So, du bleib dort, Hund. Und dann aber ein Abend, dann spielen wir mit den Kindern, gehen wir rüber und haben eine gute Zeit. Und dann auf einmal sage ich, okay, nu kannst du kommen. Nu komm mal hier hin, ich war ein bisschen abpassen, wo ich die anschiebe, aber nu komm mal wieder hin. Wenn es nu erst mir dort geht, wenn du kämpfst. Manchmal dürfen es dort mit Gott, wenn es erst mit Geld ist. Gott, du bleib dort. Bleib mal dort. Komm nicht zu dich bei. Ich will meine Dinge hier tun. Ich will mein Geld brauchen, so es mir dort janka, du bleib dort. Aber dann auf einmal haben wir uns irgendwo eine Eigne gejagt, haben wir uns irgendwo Fuß gejagt, und dann fangen wir an zu beten. Gott, halt mir aus das Rüt. Halt mir da aus das Rüt. Halt mir diese Dinge zu verkaufen, dass ich kann mein Geld kriegen zum Jahren. Halt mir mit der, halt mir mit dort. Das ist mir so, wenn wir mit einem Hund schaffen tun. Das ist Gott nicht gut. Er sagt, du sind zwei Haaren. Warum denkst du? Wenn Gott dein Haar ist, dort bedient so viel, er kann die fair sein und du wirst arm Frauen für die Dinge, die da ist. Das ist nicht so ein Hund. Und so das ist wichtig, dass wir über das denken tun. Wem denkst du? Vers 32 geht er wieder und sagt, aber jün Fuder im Himmel weit, dort je dort alle Brücken. Er sagt, manchmal sorgen wir über, was wir eten, was wir antragen, was wir trinken. Und er sagt, wo wir sorgen über die Dinge, das was die Menschen tun, was nicht Gott kann. Aber Gott, hey, weit, was ihnen fehlt. Gott weit. Weißt du, was uns Trouble manchmal ist, mein Trouble manchmal ist? Ich bin mir nicht sicher, was Gott dort weit, was mir fehlt. Oder vielleicht habe ich Trouble mit dort Glauben, dort hat er was tun, was mir fehlt. Er sagt uns hier, Jesus wusste, dass wir uns dort fehlen, und er sagt, Gott weit, was dir fehlt. Und so, ich meine mit das nicht, dass wir bloß irgendwo auf der Bank sitzen und lernen, und nu wird Gott mir eten und trinken und
Kleiderschrank, das ist nicht, was ich meine. Ich rede hier von uns Hort. Wo ist uns Hort? Dein wir das Reichtum und glauben wir machen uns alles selbst zu ihnen. Er sagt uns hier wieder, wo wir das können, nu utleben. Wo do wir das? Er sagt, aber seht dort ihr steht. Seht dort ihr steht. Das war nur die Liste von 3 Dingen. Was ist Nummer 1 auf unserer Liste? Was ist dort ihr steht? Jesus sagt, seht dort ihr steht, nu Gott sein Reich und nu seine Gerechtigkeit, dann wo ihr dort andere auch alle kriegen. Und so Reich, Gott seine Mission, Gott sein Plan, Gott sein Weg für uns. Segne sein Reich, segne dort vergraten wird, segne seine Gerechtigkeit, sein rechter Weg von Leben, sein rechter Weg von Denken, seine rechte Valores in dein Leben, seine rechte Prioritäten in dein Leben. Segne dort ihr steht. Und dann wird es anders durchbekommen. En så meint så veel dat wanneer ik eerst wanneer Gott zijn Reich en Gott zijn rechten Weg van leven zegen, dan wordt het reich gaan in mijn leven. Met dit zei ik niet dat du wirst niemals Trouble haben, aber ich zei, dan lebst du zoals Gott will haben. Dan hast du dein Leben abgestellt, zoals Gott dort will haben. Dan hast du jeden eerst absammeln, zweitet en brücken dreitet. Wo wen wir wie sagen eerst? Ne Gott sein Reich. Ne Gott seine Gerechtigkeit. Und wir wissen doch, Gott hat uns geroepen, de Welt te regen für arm. Dort braucht Geld. Wir segnen sein Reich erst. Wir segnen seine Gerechtigkeit erst. Wir geben erst. Gott sagt, wenn ihr dit wollen tun, ich will euch segnen. Das ist, was er sagt. Ganz klar, seht ihr uns dort hier. So meine Frau, für die ist, wem deint's? Was ist das in dein Leben? Wo ist dein Hort? Weißt du, wenn wir so still anfangen zu leben, das ist interessant, aber wir fangen an zu geben und an der anderen Seite fangen wir an zufrieden zu sein. Das ist so, für ich meine Früh schaffen. Und ich kann viele von ihnen kennen unsere Geschichte, aber ich denke in Zeit durch, wo wir nicht geben deuten. Und wir lebten bloß von uns selbst. Wir werden jitzig, würde wir nu sein. Und wird für uns, alles für uns. Wo lädt uns dort hin? Uns lädt uns einen David Schuldlach nennen, wo wir meist nicht wissen, wo wir rühren können. Uns lädt eine Tarjeta Secreto, was ganz voll werden. Schauf Interesse betonen. Das wo uns dort hinleiten dort. Wir werden jitzig. Wir leben bloß für uns selbst. Aber dann kommt Gott und deuten Arbeit in uns hat, bad von uns aber meistens mir, dann fangen wir an zu geben. Manchmal denken wir so, nee, wir können nicht geben, wir haben nicht genug zum Geben. Well, wenn du erst das Geben hast, dann hast du immer genug zum Geben. Wenn es dort erst ist. Wenn du letztes Geben hast, ja, dann manchmal, hast du nicht zugeregt. Es ist nicht genug Geld, du kann ich nicht geben. Aber wenn du erst das Geben hast, dann hast du immer genug Geld zum Geben. Garantizado. Wenn es dort erst ist. So, wir fangen an zu geben. Wir fangen an anders zu denken. Wir fangen an, Gott sein Reich und seine Gerechtigkeit zu sehen und uns Leben fängt an zu verändern. Nicht über einen Tag, dort ein paar Jahre. Und wir fangen an, Dinge zu verkaufen, zum Schuld betonen. Und wir fangen an, andere Valores zu haben. Geben und dann absammeln und anbrücken. Und wir deuten Gott beten, help uns mit das. Wir sagen zum Schutz Tieninj ab in uns Leben. Krijgt ons dosse mensen zijn interesses. We zeggen, dit is een ding wat we niet willen doen in ons leven. Weens voor ons weer het je voor, weens we hondermal je leeft in den leven. Geven, opzamelen en brücken. En zoals ik in de laatste zin nog zei, hier een procent handelen, hoeveel een procent waar we geven? Hier zo'n procent handelen, hoeveel waar we opzamelen? Hier zo'n procent komt dan uit met die 2% wat je hier opstellen doen. So hier in de kerk, doen we dit. We geven 15% van al die aannamen wat we krijgen zondagsmorgens, dat geven we uit. En zo we geven dat een missionsarbeit, we geven dat een kinderheims, een arme mensen wat niet geld hebben, die diakonen, zij handelen in part van dat. 15% dat we geven. En dan 10% van alles wat we dan krijgen, dat we opzamelen, dat je in een euro nemen. En zo 15 en 10, dat je 25, zodat meint zoveel dat 75% blijft hier te gebruiken. Wo ween? Wens wie willen ons hart als kerk in de rechte stad houden.
wir wollen geben. Wir wollen mildjährig sein. Wir wollen nicht auf einmal forst worden an unsere Dinge. Und der Gefahr ist für jeder ein von uns. Und so ich würde Ihnen mal merken, sagt dieses Schutzteam ab in Ihrem Leben. Denkt darüber, redet darüber, aus euch vor. Wo wollen wir das tun? Wo wollen wir uns tun, Handsaten? Wo wollen wir die Prozent handeln? Und wo wir nicht ein Prozent sein, als ein Prozent, die das anderen, die Kandidat, das anderen, du noch, was ihr angenommen ist. Und so ist wie aus Zeug. Wenn wir sagen, dass wir wollen 15% hier so tun, wenn uns angenommen Hecher jetzt, dann würde ihr vorderlich sagen, no, so viel Geld geben nicht wahr. No, wir wollen in Toppe sagen mit so viel Pesos. Aber wenn das ein Prozent ist, und der angenommen Hecher wird, dann die 15% wird auch immer Grad an Grad. Und so, ich glaube, wir sollen hier Prozent abstellen, und ich denke, wir tun das in uns Leben auch. Und dort hält uns von der gefährlichen Kant weich. Und so, wir sollten uns tun hier so ab, und wir sagen, hier wird an Schutz tun sein. Und so, wenn wir auf einmal gefehlt haben, und irgendein von diesen Areas mit unserem Prozent oder was immer, dort ist, wenn wir jenen tun kommen. Und der gewissen Tag rot. Hier müssen wir was mit tun. Haben wir auch was gerautet oder hier tun? Nee. Haben wir gesündigt? Nee, wir haben nicht gesündigt. Aber wir sind nur all jenen tun. Und dort, dann dachte der gewissen all rot und sagt, Tiet zu ändern. Tiet, das was zu tun. Für wie, was die können sind. Stell dir mal vor, wenn wir alle so still leben würden. Stell dir mal vor. Ich dachte diese Werk an. Und ich sehe von der Kirche gedacht. Was muss sein? Wir als Kirche, wir sind sehr gesehnt. Wir haben nicht Schuld. Wir haben eine Euro. Und wir gehen wieder. Und wir merken genug Unterschied für Gott. Und aber wenn ich kicke, wo viel wir kriegen in unser Opfer als Kirche, und ich kicke, wo gesehnt wir sind als Kirche, dann sage ich, wir haben noch sehr zu wissen. Wir haben noch alle sehr zu wissen. Und stell dir mal vor, wenn wir das alle deuten, was würden wir kennen für Unterschied merken hier auf der Welt? Stell dir mal vor, wie viel mehr Menschen wir würden kennen erregen, als was wir nu tun. Und den sehen, was wir würden kennen in dieser Umgebung sein. Even gerade als nu. Nicht für uns, aber für Gott. Stell dir mal vor, Jesus sagt gut in der Welt und regt die Menschen. Je wendet die Menschen verarmen. Wir würden das kennen Dollar und mehr tun. Wenn wir das alle ausleben deuten. Wenn wir das alle ausleben deuten, da wird niemals nötig sein, dass wir würden einen Fundraiser haben und sagen, wir werden mal einen Fundraiser haben, wenn wir wollen mal Klassen bauen und die Kinder sieht und du fehlt Geld für dort. Wenn wir das alle ausleben deuten, würden wir dort niemals sterben tun. Wir würden Geld sein. Wenn wir das alle ausleben würden, dann würden wir kennen, ich habe manchmal gedacht, es sind so viele Menschen, die halb fehlt, was fehlt mit einem guten Counselor, was die Bibel kennt, zu reden und helfen mit Troubles in ihrem Leben. Aber in diesen Umgebung sind mal eine Handvoll und die, die sind rein und stark. Und wenn die forsch mit jeder ein von denen reden, dann wollen die alle dieselbe Geschichte sein. Meist alle wollen dasselbe Ding sein. Und sie hat es sehr schön, aber wir können nicht mehr tun, wegen Geld. Oder Menschen, die sind, die ein hart haben, zu Menschen helfen sie dort. Sie würden das hier tun, aber sie weiten, du hast nicht Geld in dort. Und sie müssen nur leben. Und so, was mir würde sagen, schön gut ist, wenn wir als Kirche würden keine so eine Menschen in der Stadt. Menschen, die Gott leben und reut sind, Menschen zu tun und helfen mit ihren Troubles. Da würde ich sagen, schön gut. Oder even in dieser Umgebung, wenn wir würden in Sehen sein, in der Umgebung, oder in der Dorf hier, vielleicht mit einem Weich, und ob wir würden das Ding tun, das kostet Geld, aber wir wollen das in Sehen sein, wenn wir wollen der Welt eine bessere Stadt merken. Wir wollen einen guten Unterschied merken für Jesus. Wir wollen bekannt sein als mildjährige Menschen. Und wenn wir das alle ausleben, dann können wir das tun. Wenn wir das alle ausleben, dann wenn so ein Troubles aus Mexico City kommt ab, haben wir ein Erdbeben und viele Häuser taub gefallen und Kirchen taub gefallen, würden wir Geld und Menschen durch Hand schicken, zum mithelfen. Wo wen sind, fehlt es. Gott hat uns gesehen, wir wollen ein Sehen sein für den Nächsten. Wenn wir das alle ausleben, wo wir kein mehr von so tun. Wenn wir das alle ausleben würden, dann würden wir kein mehr Kinder und wieder 180 supporting mit uns Geld. Dort kostet X Quantität im Monat für ein Kind durch in den Kinderheim. Wir als Kirche, wir tun all 3 Kinder. Jeder Monat
geven geld voor genoeg voor 3 kinderen om al de gastos te couvrir. Aber sie haben, wat ze Denver mee 68 kinderen bad nu, wie würden gaan veel meer doen. Wanneer wir das alle uitleven doen. Wir würden gerne mehr Dinge umsonst rüberchecken in der plottische Welt. Das wie nu al doen, aber wir würden gerne noch mehr doen. Du sind Bücher, was geschrieben worden. Du sind Kurse, was wir können merken auf Video und die rüberchecken. Das braucht alle Geld, aber wir würden das gerne tun, wenn wir leben das alle uit. Aber even undort, wenn wir sagen, den Traum hier so ein bisschen ansaten und nicht bloß denken, zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott, wem dienst du? Wo ist dein Hort? Gott sagt Menschen, die wollen treu sein, die wollen gehorsam sein und die wollen erstet in sein Königreich segnen. In seine Gerechtigkeit segnen. Und heißt reut zum sein, ich will die segnen. Ich will die segnen. Er sagt treue Menschen. Er sagt gute Verwalter. Mein Ziel und mein Gebet ist, dass wir dort wollen sein. Dass wir wollen wachsen in das. Dass wir wollen noch wieder wachsen, als was wir nu haben. Wenn es Gottes Nummer 1, heißt uns Haar. Und heißt euch, dass wir da in tun. Wir abstunden, wir beten. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns gut bist. Und ich danke dir, dass du uns manchmal erinnern lässt und halten lässt, uns Hort frisch zu drehen. Und Gott, wie unerkannt dort. Manchmal wo wir verdreht in uns Hort in diesen Area. Manchmal drehen wir uns Hort von die Weichen. Drehen wir uns Hort in unsere Dinge. In uns Geld. In unser Reichtum. Und ich bete, dass du uns helfen in das. Herr Jesus, red zu uns, jeder ein von uns diesen Weg. Sei uns, wo wir zu wachsen haben in diesen Area. Sei uns, wo wir können wieder in großer Unterschied merken für dich. Wenn wir sagen, wir leben für dich, Jesus. Wir leben für dich mit alles, was wir haben. Wir geben alles, was wir haben für dich. Help uns in dort zu wachsen, lehre uns in die Friede, was du für uns hast. Ich bete in dein heiligen Namen, Jesus. Amen. Amen. Du gibst die Hand für mich, du merkst mein Leben nie. Halleluja, Gott von Rada, du von dort ein, du jetzt mich wieder sehen, du bist gnädig, du brauchst Jesus, du bist starker, ich aus kein anderer. Halleluja, oh.
reichst die Hand von mir, du machst mein Leben frei. Halleluja, Gott von Rada. Amen, Halleluja. Hey, Dankeschön alle für kommen. Ich will Ihnen bloß denken haben, das wie die letzte Botschaft von Schutz, Tieninj. Die Pakete ist nicht vorig, wenn irgendwer von Ihnen den kaufen will, das ist 100 Peso. Die wird dort hängen bei den Informationsdash sein, du kannst den abpicken. Vergeet nicht, einen Koffer abzupicken und hat eine gute Weg. Guten Frieden.